Die Enercity AG ist ein großes Unternehmen mit Standort in Hannover. Über 8,1 Milliarden Umsatz in 2022, über 3000 Mitarbeitende. Wir versorgen unsere Kundinnen natürlich mit Strom, Gas, auch Wasser. Und neben den Sparten haben wir auch Fernwärme im Wesentlichen jetzt hier in Hannover. Da haben wir auch mittlerweile gut 4000 Gebäude angeschlossen an die Fernwärme. Die größte Herausforderung ist die Umstellung der Fernwärme auf erneuerbar. Unsere zentrale Kraftwerkstrategie ist ja die, dass wir eine komplett grüne Fernwärme bis 2030 realisieren wollen. Hier in Hannover haben wir halt das große Fernwärmenetz, was aktuell noch, muss man sagen, hauptsächlich über Großkraftwerke gespeist wird. Und perspektivisch sollen das 14 bis 16 neue Anlagen werden, die dann erneuerbare Energie produzieren, Wärme produzieren. Ja, also was wir bei der Enercity immer versuchen, ist auf der einen Seite natürlich grün zu sein, so das wollen wir, aber auf der anderen Seite auch 100% effizient zu sein. Und dafür müssen wir uns ja überlegen, mit welchen Technologien schaffen wir es, dass am Ende des Tages Absatz optimalerweise und auch Spitzenlast reduziert wird. Und wenn ich Energie einsparen kann, ohne großen Komfortverlust, dann ist das, was gesucht wird. Bisher war bei Fernwärmeversorgern die Gebäudeseite immer ein bisschen eine Blackbox. Es waren keine Daten vorhanden. Man wusste nicht genau, was geht rein, was geht raus. Man hat klar den Verbrauch gehabt, aber sonst wusste man nicht viel. Jetzt über die digitalen Lösungen gibt es einen ganz anderen Hebel. 2018 haben wir die ersten Kontakte zur Firma Danfoss zum Thema Lean Heat Building gehabt und haben dort die ersten Piloten gestartet. Waren gut 20 Mehrfamilienhäuser, die wir damals mit ausgerüstet haben. Mit diesen Erfahrungswerten haben wir uns entschieden, dann dauerhaft in Kooperation zu gehen. Es gibt da zwei Säulen jetzt, die wir angehen. Das ist einmal die Säule Daten erfassen, Daten visualisieren, Daten bereitstellen für Vorhersagen, um dann auch netzseitig und produktionsseitig schon erste Optimierungen vornehmen zu können. Und dann aber der nächste Schritt, wo Lean Heat Building besonders sich differenziert, ist die automatisierte Optimierung der Gebäudeseite. Wenn wir in die Sekundärseite reingehen, kommen wir auf Wohnungsebene und können dann natürlich auch sehen, wie das Heizverhalten einzelnen Kunden ist, um dort intelligent mit der Danfoss-Technologie einzusteuern. Man braucht einen kommunikativen Fernwärmeregler der Übergabestation. Im Danfoss-Fall ist das der ECL 296 oder 310. Und dann sind zusätzlich im Fall der Lösung mit Sensoren Innenraumsensoren anzubringen, einer pro Wohnung im Idealfall. Und die Eigentümer der Gebäude waren sehr interessiert, wie viel Ertrag es tatsächlich bringen wird. Aus dem Pilotprojekt hat sich ergeben, dass die Lösung für den gesamten Gebäudebestand anwendbar ist. Ältere Liegenschaften, neuere Liegenschaften und konnten da 5–10% Energieersparung erreichen. Gleichzeitig bis zu 20% Spitzenlasten reduzieren und bis zu 10 Kelvin die Rücklauftemperatur primärseitig reduzieren. Und diese Ergebnisse haben die Enercity so weit überzeugt, dass wir in einen Rollout gehen und zukünftige Liegenschaften wir auch den Bestand schrittweise umstellen möchten. Der wesentliche Entschluss aus den Ergebnissen der Feldversuche ist die dauerhafte Kooperation mit der Danfoss und die Entscheidung, dass wir bei jedem Fernwärmeneuanschluss das Produkt Lean Heat Building mit anbieten. Die Abschlussquoten dort bei den Kundinnen und Kunden sind sehr hoch. Im Neuanschlussbereich reden wir da von nahe 100%. Was wir im Zuge dessen natürlich auch noch versuchen werden, ist, wir haben ja über 50.000 Anschlüsse aktuell schon in Belieferung mit Fernwärme. Auch da wollen wir natürlich jetzt in unseren Bestandshäusern Danfoss-Technologie sukzessive etablieren. Da sind wir sehr zuversichtlich, dass das auch klappen wird. Und wenn wir in 20 Jahren in etwa vollständige Durchdringung erreicht haben wollen, müssen wir mit einer Hochlaufkurve ungefähr bei 700 bis 800 Gebäuden pro Jahr rechnen. Wir haben einen guten Durchschnitt der Gebäude im Pilotprojekt schon ausgewählt. Entsprechend sind wir zuversichtlich, dass die Skalierung ähnliche Ergebnisse bringt. Wir haben ein Problem gehabt, wir haben eine Lösung gefunden, wir haben die Lösung etabliert. Sie hat genau das gewünschte Ergebnis geliefert und dementsprechend rollen wir es jetzt komplett aus. Deswegen freue ich mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Haus.